Nur Frau Dorn war ziemlich sauer. Hat sie dich gefeuert? Nee, sie war nur sauer, dass ich den Termin abgesagt habe, ohne ihr Bescheid zu sagen. Davon weiß ich leider nichts. Das Geschäft gehört Frau Sander, von einem Mitinhaber hat sie nichts erwähnt. Wären Sie jetzt bitte so freundlich und würden die Kleider zurückhängen? Ich habe gerade mitbekommen, wie unser Mitbieter den Preis künstlich in die Höhe getrieben hat. Und zwar im Auftrage von Clarissa von Anstetten. Sie meinen, das ist ein Strohmann von Clarissa? Wer bietet 30.000? Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber er hat am Telefon Clarissas Namen genannt und dir geraten, auszusteigen. Kurz bevor Sie den Zuschlag bekommen haben. Ihr Name, Frau Schneider, ist dabei aufgefallen. 30.000. Wollen Sie damit sagen, Clarissa hat diesen Mann engagiert, dass er den Preis künstlich in die Höhe treibt? Sieht ganz danach aus. Aber wozu? Ich habe die Bilder ja nicht für mich gekauft. 35. Sie schadet damit allenfalls meinem Kunden, aber nicht mir. Sind Sie da so Ja, sicher? danke. 35.000. Herr Oldenburger hat mir ausdrücklich versichert, dass er bereit ist, jeden Preis dafür zu bezahlen. 40. Jetzt fragen Sie sich mal, warum. Ja, 40. Sie meinen, Ich fürchte, dass auch dieser Oldenburger im Auftrag von Clarissa gehandelt hat. Arno Brandner hat sie als Verkäuferin eingestellt. Soweit ich weiß, hieß der Herr Philipp Brandner. Phil ist Arnos Cousin aus London. Er ist zurzeit bei uns zu Besuch. Wie kommt er auf die Idee, hier jemanden einzustellen? Keine Ahnung. Herr Brandner hat mich im Auftrag von Frau Sander eingestellt. Ohne mein Einverständnis hat sie dazu überhaupt kein Recht. Ich bin nämlich Mitinhaber dieses Ladens. Das stimmt. Und ich bin Milena Sander-Steffen. Sie sind die Schwester? Ja, genau. Sie haben Ihr Hausverbot. Ich muss Sie leider bitten zu gehen. Gegen meinen Willen schmeißen Sie hier niemanden raus. Ich halte mich nur an die Anweisungen von Frau Sander. Entweder Sie gehen oder ich rufe die Polizei. Sie werden nichts dergleichen tun oder es gibt Ärger. Sie ist die Falsche. Sie tut nur, was ihr gesagt worden ist. Also gut. Sie rühren das Telefon nicht an. Was ist denn mit dem Gerät passiert? Ist es kaputt? Ja, das sehe ich. Also, Sie werden gar nichts tun, bis ich die Sache mit Stefanie Sander geklärt habe. Bitte? Pia, aber gestern hast du doch gesagt... Ja, darüber müssen wir uns dann noch auseinandersetzen. Du hörst von mir, mit Sicherheit. Er will die $500.000 für die Bilder also nicht zahlen. Nein, er sagt, ich sei unprofessionell. Der Marktwert der Bilder liege bei höchstens 150.000 Mark. Und mehr sei er nicht bereit gewesen, dafür zu bezahlen. Ja, mehr sind die Bilder auch nicht wert. Das weiß ich. Aber gestern sagte er, er sei bereit, jede Summe dafür auf den Tisch zu legen. Wenn ich das Geld nicht wiederbekomme für die Bilder, ist das eine Katastrophe. Was ist denn mit dem No Limits? Können Sie das nicht als Sicherheit angeben? Die $500.000 ist trotzdem weg. Die Galerie kann ich mir nur leisten, weil ich mit meinem Privatvermögen dafür bürge. Und das steckt jetzt in den Bildern. Bis auf einen unbedeutenden Rest. Dann war meine Vermutung also richtig, dass Clarissa die Geschichte bewusst initiiert hat, um Sie zu ruinieren. Sie hat meine Existenzgrundlage zerstört. Und ich war so blöd und habe es nicht mal gemerkt. Da geht es Ihnen ähnlich wie mir. Bei Ihnen ging es um Liebe, nicht um Geld. Das ist nur ein Teil der Geschichte. Wenn Sie den Rest auch noch hören wollen? Okay, also nochmal. 4-stelligen Systemcode eingeben. 4, 8 und mit Raute bestätigen. Und? Schon wieder nichts. Die alten Telefone mit Wählscheibe hatten was. Was findest du besser, im Badeanzug oder im Bikini? Ja. Wer ist die denn? Hi, No. Was? Ja, was soll ich mir holen, Badeanzug oder ein Bikini? Sieht bestimmt beides toll aus. Hi. Hallo, mal, hier ist ein ganz rasantes Modell. Oh ja. Machen wir Neuzugang? Die hat Steffi eingestellt. Heißt das, ich bin meinen Job los? Die Tante wird hier nicht alt, das verspreche ich dir. Was machst du da eigentlich? Ich programmiere unser neues Telefon. Naja, jedenfalls versuche ich es. Oh, da hat sich Jan aber ganz schön ausgetobt. Ja.
Ach so, bevor ich es vergesse, dein Fluglehrer hat angerufen. Ich soll dich an die nächste Rate erinnern. Der Typ war ziemlich sauer. Soll mich in Ruhe lassen, ich habe kein Geld. Zahlen deine reichen Ladies nicht? Komm noch lauter, damit Kathi es auch hört. Warum sagst du ihr nicht endlich, dass du Schulden hast? Irgendwann erwischt sie dich mit so einer Schnepfe und dann bist du sie los. Solange du mir Rückendeckung gibst, kann nichts passieren. Wo wir gerade dabei sind, ich müsste nachher noch mal in die Agentur. Vielleicht hat die Dorn ja einen Auftrag für mich. Also lange mache ich das nicht mehr mit. Glaubst du, mir steht die Farbe? Holst du jetzt noch die Lieferung? Ich brauche die Klamotten heute noch. Ja, bin ja schon unterwegs. Tschüss. Ja, Tut mir leid, wir sehen uns doch heute Abend noch. also ich finde, du nutzt Heino ganz schön aus. Seit er hier für dich arbeitet, hat er überhaupt gar keine Zeit mehr für mich. Ich weiß, dass ich mich strafbar gemacht habe, aber es war die einzige Lösung, um meiner Schwester zu helfen. Aber wieso haben Sie nicht mit Henning darüber gesprochen? Er hätte bestimmt Verständnis gehabt. Ich hatte Angst, er könnte denken, ich sei nur seines Geldes wegen mit ihm zusammen. Und diesen Umstand hat Clarissa schamlos ausgenutzt. Sie hat mich auffliegen lassen, als die Originale schon längst wieder an ihrem Platz hingen. Damit war es vorbei zwischen Henning und mir. Es hat Clarissa schon immer Spaß gemacht, das Leben anderer zu zerstören. Sie muss nur aufpassen, dass es sie nicht eines Tages selbst erwischt. Es wird Zeit, dass Clarissa einen saftigen Denkzettel kriegt. Und wer könnte ihr den besser verpassen als ihre intimste Freundin? Was haben Sie vor? Mich rächen, genau wie Sie. Sind Sie sicher, dass Sie dieser Frau gewachsen sind? Ich habe nichts mehr zu verlieren. Und mit dem, was ich über Clarissa weiß, kann ich sie jederzeit hochgehen lassen. Warten Sie. Ich habe noch eine andere Idee. Warum glauben Sie, hat Clarissa Ihnen das angetan? Weil ich ihr gedroht habe. Aber was will sie damit bezwecken? Mich in die Knie zwingen, was sonst? Könnte es nicht sein, dass Clarissa Sie nur deshalb fertig gemacht hat, damit Sie wieder angekrochen kommen und Sie um Hilfe bitten? Soweit habe ich noch gar nicht gedacht. Möglich wäre es. Dann sollten Sie sie nicht enttäuschen. Das haben Sie hervorragend hingekriegt, Herr Oldenburger. Ich werde mich bei Gelegenheit revanchieren. Wiederhören. Die Falle ist zugeschnappt. Die gute Charlie ist ruiniert. Und wenn sie erfährt, dass dieser Oldenburger nicht nur ein Stammkunde von ihr, sondern auch ein Geschäftspartner von Ihnen ist? Wie sollte sie? Der Mann hat einen tadellosen Ruf. Schlecht. Frau Schneider tut mir direkt ein bisschen leid. Sparen sich Ihr Mitleid lieber für sich selbst auf. Und falls Sie wieder mal die Seiten wechseln wollen, dann wissen Sie ja, was Ihnen bevorsteht. Ich bin nicht lebensmüde, wenn Sie das meinen. Befürchten Sie eigentlich nicht, dass Frau Schneider Ihre Drohung jetzt wahrmacht? Mit Ihrer Menschenkenntnis scheint es nicht weit her zu sein. Den Teufel wird sie tun, mit ihrem Wissen über mich an die Öffentlichkeit zu gehen. Im Gegenteil, sie wird angekrochen kommen. Das wage ich zu bezweifeln. In spätestens 2 Stunden steht sie auf der Matte. Wollen wir wetten? Schlecht ist sie nicht. Scheint eine echte Fachkraft zu sein. Trotzdem kann Steffi sie nicht einfach über meinen Kopf hinweg einstellen. Klär das mit ihr, wenn sie kommt. Was ist denn jetzt mit dem Bikini? Ach, ich glaube, ich nehme doch lieber einen Einteiler. Wie siehst du das eigentlich mit der Beziehung deiner Mutter zu Nina? Frag mich was Leichteres. Ich glaube, sie liebt Nina wirklich. Nimm doch den. Ach, ich habe schon so viele in Schwarz. Aber ob ich mich jemals an diesen Zustand gewöhne, weiß ich auch nicht. Und wie läuft's bei dir? Auch nicht gerade rosig. Was? Ich dachte, ihr seid ein Herz und eine Seele, Heine und du. Ja, sind wir ja eigentlich auch. Aber er ackert sich tot für seine blöden Flugstunden. Und für mich hat er überhaupt keine Zeit mehr. Außerdem schickt ihn ständig Uli durch die Gegend. Was? In letzter Zeit war er aber nicht so oft hier. Verstehe ich nicht. Er macht doch dauernd Extratouren für Uli. Davon habe ich nichts mitbekommen. Frau Künzel, kommen Sie zurecht? Danke, soweit ganz gut. Ihre Schwester ist übrigens da. Ich gehe mal lieber. Und was ist mit dem Bikini? Ach, ich komme nochmal zurück. Tschüss. Tschüss. Habe ich dir nicht gesagt, dass ich dich hier nicht mehr sehen will? Und habe ich dir nicht gesagt, dass du hier keine Entscheidung mehr ohne mich zu treffen hast? Keine Ahnung, wovon du redest. Seit wann stellt hier ein wildfremder Typ in deinem Auftrag Personal ein? Irgendjemand muss sich ja um den Laden kümmern. Dieser Satz aus deinem Mund. Ja.
Und da du deine kostbare Zeit ja lieber mit dieser kleinen Schlange verbringst, musste ich eben für Ersatz sorgen. Und zwar auf deine Kosten. Ja, auch das wäre natürlich möglich. Und wie Sie den Abend beenden wollen, das liegt ganz bei Ihnen. Ja, bitte. Wo wollen Sie sich heute Abend mit unserem Mitarbeiter treffen? Ja, 19 Uhr. Gut, er wird Sie um 19 Uhr im Hotel abholen. Na, natürlich können Sie sich darauf verlassen. Auf Wiederhören. Heino, was kann ich für Sie tun? Wäre das hier nicht was für mich? Nein, wohl eher nicht. Wieso nicht? Ich bin so gut wie jeder andere. Wenn nicht besser. Aber ich habe etwas anderes für Sie. Ja, ich bin zu allem bereit. Am besten noch heute. Frau Walter ist wieder in der Stadt. Hätten Sie Lust, mit ihr essen zu gehen? Ja, sehr gern. Frau Walter ist eine gute Kundin. Gut, sagen wir um 19 Uhr in der Orangerie. Gut, wird gemacht. Ja, Moment, Heino. Eine Frage hätte ich dann noch. Sie haben nicht zufällig was mit Drogen zu tun? Wie kommen Sie denn darauf? Na, warum brauchen Sie so schnell Geld? Sie haben doch auch noch andere Jobs, habe ich mir sagen lassen. Ach so. Ja, nee, das hat einen anderen Grund. Und welchen? Ich habe mit einer Maschine missgebaut und schulde meinem Fluglehrer eine Menge Geld. Herrn Lucht. Wie viel? Knapp 19.000. Nette Summe. Ja, mit einem normalen Job bekommt man die nicht zusammen. Was halten Sie davon, wenn ich Ihre Schulden übernehme und Sie arbeiten den Betrag in aller Ruhe bei mir ab? Ich sag's jetzt zum letzten Mal. Millie hat hier nichts verloren. Zu nix Zeiten war sie auch kaum da. Millie hat wochenlang deine Arbeit gemacht, während du durch Abwesenheit geglänzt hast. Millie bleibt. Ich will sie hier nicht mehr sehen. Punkt. Okay, dann komme ich auch nicht mehr. Dann kannst du sehen, wie du zurechtkommst. Deine Sache, wenn du dich aus dem Geschäft zurückziehen willst. Der Laden läuft doch ohne dich. Jetzt sei doch nicht so stur. Die Sache zwischen uns hat doch nichts mit Uli zu tun. Uli und du, ihr seid doch wie siamesische Zwillinge. Du bist doch nur neidisch, weil Millie und ich so gut miteinander klarkommen. Im Gegensatz zu Nick und dir damals. Lass Nick aus dem Spiel, ja? Nur weil du keinen Freund mehr hast. Und so wie es aussieht, will dich auch keiner mehr. Jetzt hört auf, euch die Köpfe einzuschlagen. Dann geht mal ein bisschen konstruktiv an die Sache ran. Ach was. Jetzt mal im Ernst. Ich wüsste eine Lösung, die für beide Seiten okay ist. Na, dann schieß mal los. Wechselt euch einfach mit der Geschäftsleitung ab. Das muss heute noch raus. Kein Problem. Clarissa, ich muss dich unbedingt sprechen. Nicht mal 2 Stunden. Wenn du mich beschimpfen willst, dann kannst du gleich wieder gehen. Nein, es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Das würde ich jetzt auch an deiner Stelle sagen. Danke, Gregor. Sie können gehen. Frau Schneider? Wie kommst du auf die Idee, dass ich je wieder ein Wort mit dir wechsle? Ich bereue meinen Ausrutscher. Dabei bist du der einzige Mensch, auf den ich zählen kann. Auf einmal. Das hörte sich vorhin noch ganz anders an. Ja, ich musste meinem Ärger eben mal Luft machen. Das hat aber nichts mit meiner Freundschaft für dich zu tun. So wie ich dich kenne, kriegst du nicht grundlos zu Kreuze. Es ist was Furchtbares passiert. Du hast wieder mal einen Mann kennengelernt. Ach, viel schlimmer. Bin bei einem Geschäft hereingefallen. Clarissa, du musst mir helfen, sonst bin ich ruiniert. Sei doch froh, wenn du Steffi nicht mehr siehst. Ja, schon. Was hast du dann gegen die Lösung? Das kaputte Telefon reicht mir. Weiß ich, was Steffi noch alles macht, wenn ich nicht da bin? Dafür muss sie dann gerade stehen und nicht du. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Außerdem finde ich es total anmaßend, wie dieser Phil sich hier einmischt. Als gehöre der Laden ihm. Ich finde ihn ganz sympathisch. Er ist Arnos Cousin, das spricht schon mal für ihn. Außerdem klingt sein Vorschlag gar nicht so unvernünftig. Okay, könnt ihr mal probieren. Jedenfalls scheint er eine beruhigende Wirkung auf Steffi zu haben. Jetzt müsst ihr euch nur noch einigen, wer wann arbeitet. Ich wäre ja für einen wöchentlichen Wechsel. Mal hören, was die Gegenpartei sagt. Hey, komm mal mit, ich muss dir was erzählen. Hat Frau Dorn dir ein unmoralisches Angebot gemacht? Jetzt halt dich fest. Sie will meine Schulden übernehmen. Also lag ich doch richtig. Was sollst du dafür tun? Ja, das gleiche wie immer. Ich gehe mit ihren Kundinnen aus und fertig. Ah, und du bist sicher, dass das alles ist? Ich muss den Job natürlich länger machen als geplant. Aber dafür sitzt mir mein Fluglehrer nicht mehr im Nacken.
Was ist mit Kathi? Die beschwert sich doch jetzt schon, dass du kaum noch Zeit für sie hast. Ah, die Dawn macht keinen Druck. Ich kann mir die Jobs ja einteilen. Kathi wird nichts merken. Für mich klingt das irgendwie unseriös. Blödsinn. Das ist ein ganz fairer Deal. Ich soll dir diese abstrakten Klecksereien abkaufen? Ist doch nicht dein Ernst. Aber du kannst mir damit helfen. Und ich verlange ja auch nicht den vollen Preis. Sondern? Sagen wir die Hälfte? Du hast doch auch was davon. Indem ich ein paar 100.000 Mark in den Sand setze? Wenn du die Bilder anschließend für einen wohltätigen Zweck versteigerst, ist das eine tolle PR für dich. Du scheinst dir alles gut überlegt zu haben. Wir profitieren beide davon. Du tust etwas für dein Image und ich kann die Galerie behalten. Außerdem rette ich damit meinen guten Ruf. Hast du den überhaupt noch? Wenn du auf die Fahrerflucht anspielst, darüber redet inzwischen niemand mehr. Aber wenn sich herumspricht, dass ich überteuert Bilder einkaufe, bin ich meine Kundschaft endgültig los. Dann bin ich also deine letzte Rettung. Wenn du mir nicht hilfst, weiß ich nicht mehr weiter. Versprich mir nie wieder zu drohen. Nein, ich setze unsere Freundschaft nicht mehr aufs Spiel. Also gut. Du sagst ja? Ich wusste, dass du mich nicht im Stich lässt. Mir wäre es ja auch lieber, Mama würde Clarissa einen reinwürgen. Du bist dran. Aber nach dem ganzen Horror hier kann ich auch verstehen, dass sie keinen neuen Ärger möchte. Mhm. Barbaras Harmoniebedürfnis in allen Ehren, aber ich gebe nicht auf, bevor wir Clarissa los sind. Jemand zu Hause? Na, Prinzessin? Na? Hallo Henning, alles klar? Ja, und bei dir? Alles Paletti. Also ich würde es mal mit dem Schwarzen da versuchen. Ja? Da, 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 da. Mist. Ich hoffe, es gefällt dir. Fühlt sich ganz weich an. Bestimmt ein paar Socken. Pack's aus, dann weißt du's. Oh, der Bikini. Bevor du den anprobierst, gehe ich lieber. Ich habe noch viel zu tun. Tschüss. Tschüss. 1000 Dank. Du bist so süß. Er fragt sich nur, wie lange. Heißt das, du hast heute Abend schon wieder keine Zeit? Ich kann da auch nichts dafür. Wenn du wieder irgendwas für Uli erledigen musst, der soll seinen Krempel mal alleine machen. Das hat mit Uli nichts zu tun. Ich habe Flugtheorie. Das weißt du erst jetzt? Ja, mein Fluglehrer hat mich eben gerade erst angerufen. Jetzt macht er nicht so ein Gesicht. Ich find's doch auch doof, wenn ich nicht mit dir zusammen sein kann. Ach Mensch, Heino. Also ich gehe davon aus, dass ihr euch täglich abwechselt. Ja, ich sehe schon. Ich arbeite dann 5 Tage und Steffi ein. Ich halte mich schon an die Abmachung. Ja, bleib friedlich. Okay, Heino-Schichten habe ich auch schon eingeplant. Entschuldigung. Bodenteil? Clarissa hat angebissen. Sehr gut, gratuliere. Ja, ich bin dann in Kürze bei Ihnen. Ja, dann besprechen wir alles weitere. Bis dann, wiederhören. Könnte ich das mal anprobieren? Die Kabinen sind hier. Danke. Sind alle damit jetzt einverstanden? Ja, ich schon. Ich auch. Dann, auf gutes Gelingen. Steffi, du fängst heute an. Ja, ich glaube, wir haben jetzt nichts mehr hier verloren. Tschüss. Man sieht sich. Vielen Dank. Ja, schon gut. Jetzt bringe ich Frau Kunstelschulen bei, dass sie nicht bis zur Rente hier bleibt. Seid ihr zwei heute Abend zum Essen da? Wo ist denn Heino abgeblieben? Der musste zur Flugtheorie. Der Junge ist aber ganz schön auf Achse in letzter Zeit. Entweder er hat Flugstunde oder Theorie oder er muss Geld verdienen, um beides bezahlen zu können. Jetzt weißt du, wie es ist, Freundin eines vielbeschäftigten Mannes zu sein. Das ist aber nicht der Grund, warum deine Beziehung zu Caroline kaputt gegangen ist.
Entschuldige, es war nicht so gemeint. Ist schon okay. Wer austeilt, muss auch einstecken. Und das mit Caroline ist es sowieso vorbei. Hier, bitte. Jetzt hat er auch noch sein Handy hier liegen lassen. Wer, Heino? Ja. Ob ich rangehen soll? Ja, warum nicht? Oder habt ihr Geheimnisse voreinander? Na, jetzt ist es sowieso aus. Vielleicht war er das ja auch selber und hat nur was vergessen. Oh. Und eine Meldung hat er jetzt gekriegt. Ja. Also gut. Heute, 19 Uhr, Orangerie. Wo sind Sie? M. Orangerie? Ist das nicht das Restaurant im Stadtpark? Ja. Ach, da sind Sie ja endlich. Ich dachte schon, Sie kommen nicht mehr. Ich bitte um Nachsicht. Ihre Lieblingsblumen sind schwerer aufzutreiben, als ich dachte. Als kleines Dankeschön für die Verschwiegenheit von meiner Freundin. Dankeschön. Sie sollten sich mit dem Blumenhändler gut stellen. Vielleicht kommen Sie ja noch öfter in die Verlegenheit. Also wenn Sie mich auf Friedenau verraten hätten, hätte ich ganz schön alt ausgesehen. Ich vergraule mir doch nicht einen so netten Begleiter. Guten Tag. Wir haben einen Tisch reserviert auf den Namen Walter. Wenn Sie bitte folgen, Mathilde. Warten Sie einen Moment. Tanzen Sie gern? Tanzen? Naja. Macht nichts. Ein bisschen Bewegung vor dem Essen kann niemandem schaden. Darf ich bitten? Klingt zu schön, um wahr zu sein. Sie tat zwar so, als müsste sie überredet werden, aber sie hatte natürlich recht. Clarissa hat nur darauf gewartet, dass ich zu Kreuze krieche. Diese Frau muss im Geld schwimmen. Ja, für Clarissa sind eine Viertelmillion Peanuts. Ja, dann muss ich mich schleunigst an die Arbeit machen. Und Sie schaffen es wirklich, die Bilder so zu kopieren, dass man nichts merkt? Ja, ich bin zwar auf frühere Epochen spezialisiert, aber das kriege ich schon hin. Abgesehen davon wollen wir ja, dass der Betrug aufliegt. Aber nicht zu früh. Erst muss das Geld auf meinem Konto sein. Keine Sorge, Sie können sich auf mich verlassen. Ich sehe die Schlagzeile schon vor mir. Bekannte Modeschöpferin schützt wohltätigen Zweck vor, um Fälschungen an den Mann zu bringen. Genial. Auf die Kunst. Auf die Rache. Alles in Ordnung? Wir sollten was essen. Einverstanden? Gute Idee. Ich finde, so schlecht tanzen Sie doch gar nicht. Ja, mit Ihnen als Partnerin ist man eben immer auf der Gewinnerseite. Dankeschön. Ich hätte jetzt Lust auf einen richtig guten Wein. Ja, ich schau mal, wo der Kellner bleibt. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich suche jemanden.